Willkommen zu meinem ersten YouTube-Video. Ich bin Chris und hier ist Deutsche Chris. Heute schauen wir uns Grafiken an. Zuerst müssen wir uns fragen, was ist überhaupt eine Grafik? Dieses Wort hat mehrere Bedeutungen, aber hier wollen wir uns auf eine Definition konzentrieren. Das ist die Definition, die in Wissenschaft und Forschung benutzt wird. Eine Grafik ist etwas Visuelles, das das Verhältnis zwischen mehreren Zahlen veranschaulicht. Man findet Grafiken zum Beispiel in Zeitungen, um das letzte Wahlergebnis darzustellen, oder in Reiseführern, um die durchschnittliche Temperatur im Land zu zeigen. Eine Situation kann aber mit vielen Grafiken veranschaulicht werden. Und genau das werden wir uns anschauen. Zum Aufwärmen werden wir erstmal ein paar Beispielgrafiken uns anschauen und uns überlegen, was könnten diese Sachen heißen, wie verständlich sind die Daten, warum sind sie verständlich, warum nicht und so weiter. Okay, los geht's. Hier ist das erste Beispiel. Wir sehen, dass es in dieser Grafik eben um Bargeld geht und Bargeld eben in Euro. Und wir sehen, dass am Tag 1 oder Woche 1, Jahr 1, wir sind uns hier nicht sicher. Aber wir sehen hier, dass es eben 50 Euro war. Okay? Und dann bei der zweiten Messung sehen wir, dass es ein bisschen niedriger geworden ist, vielleicht 48. Dann bei der dritten Messung 42 vielleicht. Und dann geht das so weiter, dass es jetzt ungefähr 19,5 sein könnte. Dann 10,5 vielleicht. Und dann bei der sechsten Messung ist es fast 0. Und dann am nächsten Tag oder im nächsten Jahr ist es wieder viel höher und dieses Mal eben über 50. Das heißt, von dieser Grafik können wir nicht so gut erkennen, ob das Tage, Jahre, Wochen sind. Wir wissen auch nicht, ob das vielleicht einfach unterschiedliche Menschen sind, die unterschiedlich viel Geld haben. Das könnte auch sein. Aber jedenfalls wissen wir, dass es um Bargeld geht. Und wenn wir einen Text dazu hätten, wäre das natürlich hilfreich. Dann schauen wir uns das zweite Beispiel an. Es ist mit den gleichen Daten, aber hier sehen wir, dass diese Zahlen eben Tage waren. Weil hier sehen wir, dass es 50 am Montag war und dann sehen wir, dass es bei Dienstag eben ein bisschen weniger ist, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Und wir können uns vorstellen, dass vielleicht diese Person jede Woche ungefähr 50 Euro bekommt und dann ab und zu ein Snack kauft oder keine Ahnung, einkaufen geht und dann am Samstag hat diese Person sehr, sehr wenig Geld, zumindest sehr, sehr wenig Bargeld und dann am nächsten Tag hebt diese Person mehr Geld ab oder wird bezahlt, was auch immer. Dafür haben wir nicht genug Kontext, aber trotzdem können wir die Situation von dieser Grafik aus viel besser verstehen. Lass uns aber jetzt das dritte Beispiel anschauen. Hier sehen wir wieder die Tage, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Hier finde ich es aber ein bisschen schwieriger zu erkennen, wie viel Geld das immer ist, besonders wenn es auf dieser Seite ist, weil die Zahlen nur hier sind und es gibt keine Linien, um uns dabei zu helfen. Aber trotzdem finde ich das hilfreicher als beim ersten Beispiel. Und das heißt nicht, dass die erste Grafik schlecht ist allgemein, aber dass es vielleicht für diese Daten
weniger hilfreich ist. Dann für das 4. Beispiel sehen wir eben ja diese Linie, die durchgeht, und das impliziert auch irgendwie was anderes. Hier haben wir das Gefühl, dass es auch sein könnte, dass es zwischen Mittwoch und Donnerstag vielleicht eine Zeit gab, wo diese Person 30 Euro hatte. Also das heißt, hier sehen die Daten viel flüssiger aus, auf jeden Fall. Aber das sind nur ein paar Beispiele. Jetzt werden wir uns anschauen, ja, warum sind diese Grafiken anders und wie können wir das überhaupt beschreiben? Jetzt werden wir die wichtigsten Grafiken anschauen. Erstmal möchte ich dir eine Datentabelle zeigen. Eine Datentabelle ist keine Grafik im engeren Sinne, aber die sieht man eben auch oft bei Prüfungen wie TestDaF oder für ein C1-Zertifikat. Und hier sehen wir, dass wir eben auch einen Titel haben und dann sehen wir quasi unterschiedliche Kategorien. Und wir sehen zum Beispiel, dass es im Jahr 2020 ja 1302 Frauen im Master gab an der Universität Tempelhof, aber noch mehr Männer gab, sogar 2866 im Bachelor und 1421 im Master. Man kann diese Daten vergleichen und gucken, ja, ob es einen Trend gibt und ja, was das bedeuten könnte. Und wenn man eine Grafik eben erstellen möchte, ist es oft hilfreich, erstmal eine Datentabelle zu haben. Und wenn man ein Programm nutzt, um eine Grafik zu erstellen, muss man eben eine Tabelle haben und davon wird die Grafik erstellt. Und auch deswegen ist eine Datentabelle so wichtig. Zunächst haben wir das Säulendiagramm. Und hier ist es eben wichtig, dass die Säulen eben nach oben gehen. Und wenn wir auf der X-Achse eben Zeit haben, dann fängt das immer links an und geht nach rechts. Und wir sehen auch, dass die Zahlen eben auf der Y-Achse, da haben wir ja 0, 15, 15 und 20, dass das auch eben unten anfängt und nach oben geht. Das bedeutet, dass die Säulen, die eben sehr hoch gehen, eben die meisten Frauen oder Männer hatten. Zunächst möchte ich eben das Balkendiagramm anschauen. Und das ist relativ ähnlich. Viele sagen, dass das quasi das Gegenteil vom Säulendiagramm ist. Und das ist einfach, weil es quasi von links nach rechts geht. Das heißt, der Balken, der eben am längsten geht, am weitesten nach rechts, ist eben am größten. Also in diesem Fall ist vielleicht das Lieblingsfach der 3. Klasse. Und wir sehen, dass die Zahlen dann eben auf der X-Achse sind und dass sie eben links anfangen und nach rechts gehen. Und das sehen wir oft mit Sachen, die nicht mit Zeit zu tun haben. Das heißt, die Reihenfolge Mathe, Deutsch, Geschichte und Sachkunde hat keine Bedeutung. Das können wir sehr leicht mischen. Wenn wir aber bei dem vorherigen Beispiel beim Säulendiagramm anschauen, ist das eben nicht der Fall. Diese müssen in dieser Reihenfolge sein. Genau, aber sonst sind sie ziemlich ähnlich. Diese Grafiken erlauben uns sehr leicht, Sachen miteinander zu vergleichen und das können wir direkt sehen, sogar bevor wir eben diese Zahlen anschauen. Wir sehen schon sofort, dass Sachkunde eben am beliebtesten ist. Jetzt schauen wir uns das Kreisdiagramm an. Hier haben wir Lieblingsessen der Deutschen: Döner, Pizza, Nudeln, Burger und Schnitzel. Und dann muss es auch so sein, dass die Prozente eben zusammengerechnet auf 100 kommen.
Und hier ist es auch wichtig, dass alle Deutsche, die hier in dieser Umfrage mitgemacht haben, dass sie alle nur ein Lieblingsessen aussuchen können, weil es sonst mehr als 100 wären. Und wir können auch relativ leicht merken, ja, was am größten ist und was am kleinsten ist. Was aber ein bisschen schwierig ist, ohne die Zahlen anzuschauen, ist zu erkennen, ob Döner oder Nudeln größer ist. Wenn man das schnell anschaut, dann sehen sie eigentlich ziemlich ähnlich aus. Und auch deswegen kann das Kreisdiagramm ziemlich schwierig sein, sofort zu verstehen im Vergleich zum Balken- oder Säulendiagramm. Dann gibt es zunächst das Liniendiagramm. Und hierbei, wie ich ein bisschen vorher erwähnt habe, ist es der Fall, dass die Punkte eben Messungen sind, aber dass diese 5 Kinder eben zwischen 2010 und 2011 auch gewachsen sind. Sie sind nicht einfach gewachsen am 01.01.2011, sondern auch dazwischen. Natürlich wissen wir nicht, ob dazwischen dieses Kind genau so groß gewesen ist. Das können wir nicht wissen, aber wir könnten davon ausgehen, dass es irgendwo in der Nähe war. Also das Kind war auf jeden Fall zwischen 2010 und 2011 nicht kleiner als 150 Zentimeter und auch nicht größer als 180 Zentimeter. Das wissen wir auf jeden Fall in diesem Beispiel. Genau. Beim Liniendiagramm handelt es sich immer um Zeit. Das heißt, es muss nicht Jahre sein, es kann auch Tage, Wochen, was auch immer sein, aber auf jeden Fall fängt es eben links an und wird quasi später, wenn man nach rechts schaut. Und hier wird auf jeden Fall Zahlen sein, das heißt Sachen, die eben geordnet sein können. Und dann fängt es eben unten an und wird mehr, wird größer. Es steigt, wenn man nach oben geht. Okay? Und das muss so sein, so dass wir sofort verstehen können, wenn wir auf die Grafik schauen. Wir können sehen, ja, dass dieses lilende Kind eben immer größer wird und dass es am kleinsten am Anfang war und am größten am Ende war. Und das können wir wissen, bevor wir diese Zahlen anschauen. Und wenn diese Zahlen in der komischen Reihenfolge wären, dann wäre das ja nicht mehr der Fall. Jetzt schauen wir uns das Streudiagramm an. Ich weiß, das Streudiagramm sieht vielleicht ähnlich aus wie das Liniendiagramm, aber es gibt hierbei einen Grund, warum es keine Linie gibt. Okay, erstens, dieses Mal habe ich nur blau benutzt und wir können uns vorstellen, also es geht sieht so aus, 2 Jahre alt bis 18. Aber wir sehen zum Beispiel hier, bei 17 gibt es 3 Messungen und sie sind so unterschiedlich. Also in dieser Grafik ist es der Fall, dass wir viele, viele Kinder gemessen haben und dann jedes Mal aufgeschrieben haben, okay, wie alt ist das Kind und wie groß ist das Kind? Und beispielsweise im Alter von 3 haben wir gar keine Messung. Aber weil wir das jetzt so gemacht haben, ist es möglich zu raten, wie groß ein 3-jähriges Kind sein könnte. Nämlich zwischen vielleicht 80 Zentimeter und vielleicht 110 Zentimeter. Mit so wenig Messungen ist es vielleicht nicht so zuverlässig, aber es ist trotzdem hierbei möglich. Und das ist sehr wichtig zu wissen, dass es sehr ähnlich zum Liniendiagramm ist, im Sinne, dass es eben unten links anfängt und dann steigen die Zahlen nach rechts und nach oben. Aber hierbei ist es nicht kontinuierlich. Also wir sagen nicht, dass das ein Kind ist. Das würde auch keinen Sinn ergeben, dass es halt mit 17 kleiner geworden ist und so weiter,
Das heißt, beim Liniendiagramm haben wir immer eine Linie für eine Sache, für eine Person, für eine Firma, für ein Land und so weiter. Und beim Streudiagramm muss das nicht der Fall sein. Okay, jetzt haben wir schon die wichtigsten Grafiken kennengelernt, aber das ist nicht genug, um eine Grafik zu beschreiben. Du sollst nicht alle Daten, die in der Grafik enthalten sind, nennen. Es geht eher darum, die Grafik zu analysieren. Das heißt, wichtige Entwicklungen zusammenzufassen. Und wir fangen normalerweise mit den formellen Informationen an. Ich fange immer mit diesen 4 Fragen an. Welchen Titel hat die Grafik? Welche Quellenangabe hat die Grafik? Welcher Zeitraum wird in der Grafik beschrieben? Und welche Maßangaben werden benutzt? Welchen Titel hat diese Grafik? Ja, Bargeld. Das haben wir schon mal besprochen. Und ja, es gibt uns schon Informationen darüber, was das Thema ist. Dann die nächste Frage, welche Quellenangabe hat die Grafik? Ja, in diesem Fall Deutscher Chris und es ist aus dem Jahr 2023. Und welcher Zeitraum wird in der Grafik beschrieben? Ja, wir sehen eine Woche. Wir wissen nicht genau, wann diese Woche war, aber wir sehen, dass es von Montag eben bis Sonntag ist. Okay? Welche Maßangaben werden benutzt? Ja, Euro. Also nicht Cent, nicht Dollar, nicht keine Ahnung was, sondern eben Euro. Und nicht Millionen von Euro, sondern einfach Euro. Okay, jetzt kennen wir die Grafik von der formellen Seite, aber jetzt wollen wir wirklich die inhaltliche Information anschauen. Hierbei habe ich 3 Fragen. Werden Entwicklungen dargestellt? Gibt es Extremwerte? Und gibt es Gemeinsamkeiten zwischen den Datenpunkten? Lass uns das gleiche Beispiel wieder anschauen. Werden hier Entwicklungen dargestellt? Ja, wir sehen, dass es von Montag bis Samstag eben immer nach unten geht und dann Sonntag nach oben geht. Wir müssten theoretisch noch eine Woche oder lieber mehrere Wochen anschauen, um zu wissen, ob das immer so ist. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass diese Person, diese Firma, dieser Haushalt jeden Tag in dieser Woche, die dargestellt wird, eben Geld ausgibt und am Ende am Sonntag mehr Bargeld bekommt. Und die nächste Frage, gibt es Extremwerte? Und Extremwerte sind die Werte, wo es sehr, sehr hoch ist oder sehr, sehr niedrig. Und hier in dieser Grafik ist es ziemlich interessant, weil sie direkt nebeneinander sind. Wir sehen eben, dass es am Samstag sehr, sehr niedrig ist und dass es am Sonntag sehr, sehr hoch ist im Vergleich zu den anderen Datenpunkten. Und gibt es Gemeinsamkeiten zwischen den Datenpunkten? Hier ist es ein bisschen schwierig zu sagen, aber es sieht so aus, als ob die Veränderungen zwischen Montag und Dienstag und zwischen Dienstag und Mittwoch ziemlich ähnlich sind. Wir merken auch, dass die Menge an Geld ziemlich ähnlich ist am Sonntag und Montag und vielleicht sogar immer noch am Dienstag. Das heißt, davon könnte man Gruppen bilden und sich auch überlegen, ja, dass diese Person zum Beispiel an diesen Tagen eher zu Hause bleibt oder nur einen kleinen Snack kauft zum Beispiel. Und der letzte Schritt ist eben, dass wir Hypothesen bilden. Wir sollten uns fragen, was könnte in Zukunft passieren? Und du musst auch einen Grund dafür haben.
Also warum denkst du, dass das in Zukunft passieren könnte? Wir schauen uns diese Grafik wieder an und ich möchte dich fragen, was könnte in Zukunft passieren? Wir könnten beispielsweise vielleicht davon ausgehen, dass diese Person wieder jeden Tag Geld ausgibt und dass diese Person vielleicht am nächsten Sonntag wieder mehr Bargeld hat, wieder mehr Bargeld bekommt vielleicht. Das wäre meine Hypothese. Und ja, warum? Weil wir das hier sehen. Es ist sehr klar, dass es jeden Tag nach unten geht. Es ist nicht Zufälle, sondern jeden Tag nach unten und dann eben am Sonntag nach oben. Jetzt möchte ich ein Quiz mit dir machen. Ich werde dir eine Grafik zeigen und du musst sagen, welche Art von Grafik sie ist. Erstmal Beispiel 1. Das Streudiagramm. Beispiel 2. Das Balkendiagramm. Beispiel 3. Säulendiagramm. Beispiel 4. Das Liniendiagramm. Und jetzt hast du eine kleine Hausaufgabe. Ich weiß, dass wir in keinem Kurs sind, aber es ist immer gut, noch was nach dem Video zu üben. Du sollst also eine Grafik aus diesem Video aussuchen und dazu eine Grafikbeschreibung schreiben. Wenn du es unten in die Kommentare schreibst, werde ich dir Feedback geben. Und wenn du noch mehr über Grafiken, Teststuff, Studium, Leben in Deutschland und so viel mehr lernen möchtest, habe ich dafür die Erfolgsakademie entwickelt. Das ist mein größter Kurs, den ich unterrichte und ich würde mich freuen, wenn du mitmachen würdest. Es gibt unten noch mehr Infos dazu. Okay? Und vergesse nicht, diesen Kanal zu abonnieren und schreibe deine Fragen und deine Grafikbeschreibung unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!